Magazin. Hier kommt Marvis Hörbuch. Das Buch, das man hören kann. Walrossbart und Pfunksalat. Was ist das denn für ein Geräusch? Nanu, ein kleiner grauer Kasten auf meinem Schreibtisch. Mit 1, 2, 3 Knöpfen zum Drehen, leuchtenden Zahlen und einer Antenne. Sieht aus wie ein Radio. Aber ohne Musik. Nur so ein Rauschen. Da versuche ich tagelang keinen Lärm zu machen, weil ich ja heimlich in diesem Studio lebe. Und dann steht da so ein Rauschekasten. Klingt gar nicht schön. Wisst ihr was? Ich drehe einfach an dem großen Knopf den Ton weg. Für 12, bitte kommen. Ältestzahn und Imbissbude. Wenn ich den großen Knopf drehe, reden ja alle durcheinander. Zentrale, ich kann jetzt gerade nicht. Was ist das denn nur für ein komisches Dings? Mausespatz und Red. Hey Red, alter Kilometerfresser. Mach doch mal eine Pause. Ich würde sagen, wir treffen uns auf dem Dino-Burger, okay? Ich hab's. Das Dings hier ist ein Funkgerät. Und ich kann mithören, wer so miteinander redet, genau. Das hier, das ist bestimmt die Taxizentrale. Heute sofort zum Hauptbahnhof. Der Kunde hat 3 schwere Koffer. Was da wohl drin ist das aufregend. Hey, da ist ja auch ein Mikrofon. Ups. Hallo? Hallo, hier ist Marvi Hämmer, der König der Straße. Ich fahre einen 30-Tonner Diesel. Bitte melden. Marvi Hämmer an alle. Hey Marvi, du bist auf meiner Frequenz. Ich kann dich hören. Hier ist Red. Red? Na klar, Red, du bist das. Red fährt nämlich einen riesigen Truck. Er steht auf große Sachen, zum Beispiel auf Dinos. Red ist ein großer Dino-Experte, stimmt's? Naja, da gibt es bestimmt noch ein paar Leute, die mehr wissen. Aber eines ist sicher, in meinem Truck fährt hin und wieder ein Dino spazieren. Gecko mio, das ist ja unglaublich. Was ist das denn für ein Dino? Sue, der berühmteste T-Rex, wurde sogar schon vom FBI verhaftet. Aber das erzähle ich dir später. Ich fahre erst mal raus, treffe mich mit einer Kollegin auf dem Dino-Burger. Over. Sicher mit Mausespatz. Da wäre ich gern dabei. Dino-Burger, lecker. Was das wohl wieder ist? Und dann dieser Saurier, dieser Tyrannosaurus Rex mit dem Namen Sue. Ich bin gespannt. Aber erst muss ich herausfinden, was meine World Reporter machen. Wo die sind, gibt's keine Straßen. Die sind in der Wüste und suchen nach Dino-Knochen. Hey Ming, wo genau seid ihr? Hello, Marvi Hämmer. Yes, we're in Meere, Africa. Phew, it's very hot. Dinosaurs lived here many, many millions of years ago. Genau. Die Dinosaurier lebten vor vielen Millionen Jahren in der Gegend. Wie findet man denn die Knochen, wenn die schon so lange gut versteckt sind? How do you find their bones when they've been buried for so long? If you want to find dino bones, you have to dig really deep. Und? Schon Dino-Knochen gefunden? Have you found any dino bones? How very interesting. Oh, wait a moment. Ming has found something. 1 bone. Ming, two is it a bones, bone? 3 bones. It's a skeleton. A dinosaur skeleton? Ming has found a dinosaur skeleton! Yippee! Stimmt das, Ming? Hast du wirklich ein Dinosaurier-Skelett entdeckt? Is that right, Ming? Have you really found a dinosaur skeleton? Yes, it's a skeleton, but it's quite a small one. I think it's a chicken skeleton. A chicken skeleton?
I'll bet that was yummy. Schaschlikspieß und Chicken Wings. Ein Hühnerskelett. Roberto denkt schon wieder ans Essen. Obwohl... Hey, Ming! Roberto! Come over here! I found something! Bones? A skeleton? No bones, no skeleton, eggs. Very big eggs. They look like dinosaur eggs. How very interesting. Von wegen Chicken Bones. Jetzt gibt's Spiegeleier. JC hat ein Nest entdeckt. Vielleicht sind da Dinosaurier-Eier drin. Das würde ja bedeuten... Moment mal. Ich dachte, die Dinos sind ausgestorben. JC, if there are eggs, then there must also be a mother. Huh? A dinosaur mother? Sure. If these are dinosaur eggs, then there must be a dinosaur mother. Das habe ich befürchtet. Wenn das wirklich Dino-Eier sind, gibt's da draußen auch eine Dino-Mutter. Ihr solltet... Was ist das? Hört ihr das? What is that? Do you hear that? No problem, Marvi Hämmer. We're fine. Also ich höre das Stampfen bis in mein Studio. Haben ganz schön Nerven, meine World Reporter. Wenn da wirklich ein Dinosaurier überlebt hat, dann sind sie doch in Gefahr. Hallo, JC! Ach, Mist, Funkloch. Na gut. Dann gibt's erstmal mein... Marvi Hämmers Dino-Quiz. Hereinspaziert und willkommen zu Marvi Hämmers Dino-Show. Hier gibt's alles, was Dino-Fans begeistert. Zum Beispiel Flugsaurier, so klein wie eine Drossel. Und hey, Kopf einziehen, so groß wie ein Segelflugzeug. Sie schnappten nach Insekten und holten sich im Sturzflug Fische aus dem Meer. Ihre Spuren fanden Forscher in Gesteinen aller Kontinente. Was meint ihr, wie lange beherrschten diese urzeitlichen Flugsaurier die Lüfte? A. 150 Jahre. B. 150.000 Jahre. C. 150 Millionen Jahre. Antwort C ist richtig. Nach 150 Millionen Jahren war die Zeit der Flugsaurier abgelaufen. Eine unvorstellbar lange Zeit. Bis heute kennen Forscher ungefähr 120 Arten. Die Flugsaurier oder Pterosaurier starben ungefähr zur gleichen Zeit aus wie der Tyrannosaurus Rex. Das war vor 65 Millionen Jahren. Warum die Dinosaurier ausgestorben sind, darüber gibt es bis heute keine sichere Erklärung. Darum stelle ich die Frage mal so. Was ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Grund für das Massensterben der Dinos zu Land, in der Luft und im Wasser? A. Falsches Futter. B. Sonnenbrand. C. Ein Meteorit. Meteorit. Sonnenbrand, so ein Quatsch. Obwohl, konnten sich sicher schlecht eincremen, diese Riesen. Naja, Spaß beiseite. Antwort C ist natürlich richtig. Vor ungefähr 65 Millionen Jahren stürzte nämlich ein Meteorit aus dem Weltall auf die Erde. So ein riesiger Gesteinsbrocken. Kladoing! Dabei wurde unheimlich viel Staub aufgewirbelt. Und das Sonnenlicht kam gar nicht mehr durch. Es wurde bitterkalt und es gab gar nichts mehr zu fressen. Diese Hungersnot dauerte so lange, dass schließlich sämtliche Dinos ausgestorben sind. Die verschiedenen Saurierarten haben ja unglaubliche Namen. Anchisaurus, Brachiosaurus, Entenschnabeldinosaurier, Supersaurus, Titanosaurier. Ach, ich liebe diese Dino-Namen. Es soll ja Kinder geben, die können Dino-Namen rauf und runter rasseln. Ganz schön clever. Die Forscher wollten auch wissen, wer wohl der cleverste Saurier war.
Also haben sie gemessen, wer im Verhältnis zu seinem Körper das größte Hirn hatte. Na, was glaubt ihr? Wer war wohl unter den Klassenbesten bei den Dinos? A. Der Schlaubergersaurus. B. Der Velociraptor. C. Der T-Rex. Na, den Schlaubergersaurus kann sich ja wohl nur der Aushilfslehrer Marvi Hämmer ausgedacht haben. Ruhe da! Im Dino-Klassenzimmer! Mensch, T-Rexi. Wieder mal die Mathearbeit versemmelt. Die Aufgabe war doch nun wirklich ganz simpel. 2 mal 2 Saurier-Eier. Was macht das? Und was schreibt dieser Riesensaurier? Einen Moment. Das lese ich jetzt mal vor. Als abschreckendes Beispiel für die anderen. 2 mal 2 Saurier-Eier. Das schreibt er doch glatt. Macht nicht satt. Mensch, T-Rexi. Satt schreibt man mit 2 T. Sätzen 5. Was, bitte? Ich kann dich nicht verstehen. Kannst du mal deutlicher sprechen? Wie bitte? Du sitzt schon die ganze Zeit? Na, das ist ja noch schöner. Nachsitzen. Ich würde sagen, 1 Million Jahre. So, kommen wir also zu den Klassenbesten. Als einer der schlauesten Saurier gilt nämlich der Velociraptor. Kleiner als der T-Rex, aber verdammt gefährlich. Antwort B ist also richtig. Das war mein Dino-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. So. Mein Freund Red, der Truckerfahrer, hat sicher inzwischen seinen Dino-Burger verdrückt und sitzt wieder am Steuer seines Trucks. Schnell das Funkgerät auf den richtigen Kanal einstellen. So. Und los geht's. Unterwegs mit einem T-Rex. Hallo Marvi Hämmer. Meine Freunde nennen mich Red. Ich fahre nämlich einen roten Truck. Und ich hatte den ungewöhnlichsten Mitfahrer, den man sich vorstellen kann. Einen Dinosaurier. Wirklich wahr, Leute. Einen T-Rex mit dem Namen Sue. Der ist nicht nur mit meinem Truck gereist, sondern durch die ganze Zeit. 67 Millionen Jahre lang lag er im weichen Sandstein eines Gebirges in South Dakota bis... Tja, hier beginnt eine unglaubliche Geschichte. Es war ein schöner Tag im August 1990, als der Wagen des Black Hills Forschungsinstituts einen Platten hatte. Während die Kollegen den Reifen wechselten, streifte die Forscherin Sue Hendrickson durch die Gegend. Sue, lange blonde Haare und verblichene Jeans, hatte einen ganz besonders guten Riecher für Fossilien. So nennt man die Versteinerungen von Tieren oder Pflanzen. Plötzlich entdeckte Sue 3 große Knochen, die aus der Felswand ragten. Sie wusste sofort, dass die Knochen zu dem wohl berühmtesten Saurier gehörten, der jemals durch die Urzeit streifte. Der T-Rex. Und tatsächlich, Sue Hendrickson hatte das bis heute größte und am besten erhaltene T-Rex-Skelett entdeckt. Für das Black Hills Institut eine Mega-Sensation. Vor lauter Freude gaben die Forscher dem Botschafter aus der Vergangenheit den Namen seiner Entdeckerin. Sue. Das alles habe ich damals im Radio verfolgt, denn wow, ein T-Rex-Skelett direkt vor der Haustür, das kommt nicht so oft vor. Eben nur alle 67 Millionen Jahre. Kaum hatte man Sues Knochen ausgegraben und in Gips gelegt, damit nichts kaputt geht, sorgte sie auch schon für Aufregung. Sie kam sogar in die Nachrichten. Leider nicht so, wie sich das die Forscher vom Black Hills Institut vorgestellt hatten. Sekunde, ich leg mal eine alte Kassette ein. Gleich ist ein aufgeregter Reporter zu hören, der mit seinem Mikrofon damals vor dem Institut stand.
Hier spielen sich unglaubliche Szenen ab. Das FBI ist inzwischen eingetroffen und Kiste für Kiste wandert in die gepanzerten LKWs. Mittendrin die verzweifelten Mitarbeiter des Instituts. Einige halten sich fest und haben Tränen in den Augen. Sie können immer noch nicht verstehen, warum ihnen ihr sensationeller Fund wieder weggenommen wird. Jetzt geht auch das Geschrei der Demonstranten wieder los. Save Sue, Save Sue, rufen sie, rettet Sue. Das ist ein schwarzer Tag für das Black Hills Institut, denn Sue kommt hinter Gitter, Stück für Stück, Kiste für Kiste. Ken Ramsey für WWBCO. Tja, was war geschehen? Ganz einfach. Die Felsen, unter denen Sues Knochen lagen, gehörten einem Farmer. Der hatte die Grabungsrechte für $5.000 verkauft. Aber ohne T-Rex, fand er. Er klagte also. Die Rechtslage war verdammt kompliziert, denn das Land gehörte nicht nur dem Farmer, sondern auch der amerikanischen Regierung. Schließlich musste das Institut die Knochen wieder rausrücken. Das muss man sich mal vorstellen. Da liegt man 67 Millionen Jahre friedlich unter den sonnenbeschienenen Felsen, ahnt von nichts, wird ausgegraben und wenig später vom FBI beschlagnahmt. Hey, pass auf, wo du hinfährst, du blöder Cadillac! Komm mir nicht in die Quere, meine Fracht ist verdammt wertvoll. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, Sue wurde weggeschlossen und wartete sozusagen auf ihren Prozess. Um das Sorgerecht. An dessen Ende entschied dann ein hohes Gericht. Sue gehört dem Staat und dem Farmer. Aber es kommt noch viel doller. 7 Jahre später machte Sue endlich wieder eine Reise. Vom Gefängnis ins Auktionshaus. Denn der Farmer hatte beschlossen, Sue versteigern zu lassen. Bei einer Versteigerung bekommt derjenige, der das meiste Geld bietet, das, was er haben will. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Sotheby's. Vorne steht ein Mann im feinen Anzug und schlägt, wenn keiner mehr bietet, mit einem Holzhammer auf ein Stehpult. Das hörte sich so an, am 4. Oktober 1997, 10:15 Uhr, beim berühmten Auktionshaus Sotheby's in New York. $1 million, they're bidding at $1 million. $2.3 million, they're bidding 3.4, it's standing. 5.7, 5.8, 5.9. War das zu verstehen? 5.9 hat der Mann mit dem Hammer gerufen. Das bedeutet $5,9 Millionen. So viel hatte jemand geboten. Und das war noch nicht das letzte Gebot. Nach nur 8 Minuten wurde Sue für $7.600.000 plus Auktionsgebühren verkauft. An das bekannte Field Museum in Chicago. Und jetzt komme ich endlich ins Spiel. Denn ich durfte die Kisten nach Chicago bringen. Mit meinem roten Truck. 470 PS. Die Stahltüren schlossen sich hinter der teuersten Fracht, die ich jemals gefahren habe. Und da ich mit der alten Dame so gut klarkam, wurde ich sowas wie der Cheffahrer. Driving Miss Sue. Miss Sue und ihr Chauffeur, witzelten meine Freunde. Während Sue im Museum von Chicago präpariert wurde, besorgte ich mir ein paar Bücher und wusste bald alles über den Tyrannosaurus Rex. Der Tyrannosaurus Rex gilt als der gefährlichste Fleischfresser unter den Dinosauriern. Er marschierte auf 2 mächtigen Beinen durch die Urzeit. Von den Füßen mit den großen Krallen bis zur Hüfte maß Sue stolze 4 Meter, so hoch wie ein Doppeldeckerbus. Am bemerkenswertesten war der große Kopf mit dem gewaltigen Gebiss. Ungefähr 1,50 Meter lang, 58 Zähne bis zu 30 Zentimeter lang und spitz wie Dolche. Wow, pure Kraft. Manchmal sieht man ja Dino-Duelle im Kino. Da macht ein T-Rex einem doppelt so großen, aber friedlichen Pflanzenfresser das Leben zur Hölle. Dabei weiß man bis heute nicht ganz genau, ob der T-Rex wirklich ein gefährlicher Jäger war oder ein Aasfresser, wie Hyänen oder Geier. Aber das würden die Forscher ja vielleicht rausfinden, wenn sie das Skelett von Sue erstmal präpariert und aufgebaut hatten.
Bis dahin sollte aber noch verdammt viel Zeit vergehen. Denn die meisten Knochen der T-Rex-Lady waren noch mit einer festen Kruste von Sand und Schlamm bedeckt. Puh, ist das heiß. Lüftung an. Wenn ich die voll aufreiße, klingt das wie eine Düse. Hey! Überholen auf einer durchgezogenen Linie? Wo gibt's denn sowas? Mit einer solchen Düse haben die Forscher Sus Knochen freigeblasen. Und womit? Da kommt keiner drauf. Mit Backpulver. Backpulver löst den Schmutz, ohne den Knochen zu beschädigen. Da muss man erst mal drauf kommen. Bis die versteinerten, schokoladenbraunen Knochen freilagen, waren die Forscher 25.000 Stunden beschäftigt. Dafür wussten sie einiges über die T-Rex-Lady. Sue war wohl 7 Tonnen. Das sind 7.000 Kilo schwer gewesen. Hatte zu Lebzeiten ein paar Rippenbrüche überstanden und war ganz schön alt geworden. Aber am neugierigsten waren die Forscher, wie es in ihrem Schädel aussah. Deswegen wurde der riesige Schädel eingeschäumt mit einem Schaum, der die Knochen später umhüllte wie Styropor. Denn einige Schädelknochen waren dünn und zerbrechlich. Wie bei einem Schokoladenhasen, hat ein Präparator gesagt. Der Vergleich hat mir gefallen. Dann wurde das Ganze in eine Holzkiste gepackt und ab ging's auf den Highway, diesmal an die Westküste der USA, nach Kalifornien. Dort steht ein riesiger Röntgenapparat, ein Computertomograph, mit dem sonst Flugzeugmotoren durchgecheckt werden. Diese Röntgenstrahlen sind viel stärker, als je ein Mensch aushalten könnte. Aber Sue war ja schon einiges gewohnt. Als ich Sues riesigen Schädel mit dem Truck zurück nach Chicago brachte, war ich wieder schlauer. Inzwischen war nämlich Sues Hirn vermessen worden. Na, wie groß war das wohl? Nicht größer als der Wackel-Elvis auf meinem Armaturenbrett. Sorry, alte Dame. Ein Geistesriese warst du wohl nicht gerade. Hattest aber einen guten Riecher, wie die Dame Sue, die dich entdeckt hat. Saurier Sue hatte nämlich ein ordentliches Riechhirn, fast so groß wie das restliche Gehirn. Hat sich geradezu durch die Kreidezeit gerochen. War das ein Tag, als der berühmteste T-Rex der Welt endlich wieder aufrecht stand. Am 17. Mai 2000, nach 67 Millionen Jahren. Stolze 12,5 Meter lang. Den Kopf vorgereckt, das Rückgrat gerade, die kleinen Vorderarme wie in der Bewegung festgefroren. Genau, sieht verdammt so aus, als ob sie jemand gerade beim Fressen stören wollte. Fehlte nur noch ein gewaltiges Knurren und die Besucher würden in alle Richtungen laufen. So echt sah die Lady aus. 90% ihrer Knochen waren ja erhalten. Und trotzdem haben die Forscher ein bisschen geschummelt. Denn Sues Schädel war mit 272 Kilogramm so schwer, dass die übrigen Knochen ihn gar nicht hätten halten können. So ganz ohne Muskelmasse. Und dann wäre Sues Skelett vielleicht schon bei der feierlichen Eröffnung wieder zusammengekracht. Also machten die Spezialisten einen viel leichteren Abguss. Naja, und jetzt bin ich wieder mit meinem alten Lieblingspassagier unterwegs. Im Dino-Express. Der geht nämlich manchmal auf Tour, damit nicht nur die Leute im Field Museum in Chicago meine Sue erleben können. Übrigens haben die Forscher doch nicht alles herausbekommen. Welche Farbe die Haut eines T-Rex hatte. Ob er sich von Frischfleisch oder von Aas ernährte. Viel härter traf mich, als ich eines Tages erfuhr, dass keiner weiß, ob Sue überhaupt eine Dame ist. Vielleicht ist es ja ein Kerl? Ich will das gar nicht wissen. Für mich bleibt Sue eben Sue. Verflucht, ich glaube, hinter mir ist ein Motorradpolizist. Ich bin doch wohl nicht zu schnell gefahren, oder?
Naja, wenn er mir einen Strafzettel verpassen will, dann sage ich ihm mal, wen ich da hinten auf dem Wagen habe. Schade, dass Sue nicht sprechen kann. Sonst würde sie sagen: Hey, Officer! Ich bin nicht 67 Millionen Jahre durch die Geschichte gereist, um mir jetzt einen verdammten Strafzettel verpassen zu lassen. Roger, over! Und schönen Gruß an Sue. Das war Red mit seiner Reportage, direkt aus dem Truck. Haha, das hat mir gefallen. Meine World Reporter hätten auch mal weiter buddeln sollen, nach den alten Dino-Knochen. Aber nein, die wollen ja unbedingt dabei sein, wenn die kleinen Dinos schlüpfen. Verrückte Idee. Hello, JC, Ming und Roberto. Seid ihr immer noch bei den Dino-Eiern? Are you still near the Dino Eggs? Marvi, you wouldn't believe what we're looking at. It's so exciting. Listen. It's the dinosaur babies. They're hatching. Put. Hatching? Die Dino-Babys schlüpfen. Dann solltet ihr gehen. You should leave. Marvi is right. We should leave this place. And who will take care of the babies? Their mother. Uh-oh. Here she comes. Listen to those steps. It must be a very big animal. Sag ich doch. Da kommt echt ein großes Tier. Haut ab. Get out of there. It's too late. Zu spät? Oh weia, oh weia, oh weia, weia. Dino-Alarm! Oh, I'm scared. What is it? That doesn't sound good. Was ist los? What is happening? Unbelievable. How very interesting. Was ist es? Eine Dino-Mutter? A dinosaur mother? Oh, it's a mother, yes. But it's an ostrich mother. And 1, 2, 3. Oh, they're so cute. 4, 5, 6. Cute little ostriches. Ostriches? Ich fass es nicht. Eine Straußenmutter und 6 kleine Straußenbabys. Ich wusste es doch gleich. Die Dinos sind und bleiben ausgestorben. So, das Funkdings, da kann ich jetzt endlich ausstellen. Obwohl. Hey, Red, tolle Reportage. Aber eins würde ich gern noch wissen. Was ist denn bitteschön ein Dino-Burger? Was für eine Frage. Marvi Hämmer, wie er leibt und lebt, denkt immer nur an Futter. Also, ein Dino-Burger ist nichts anderes als ein extra großer und scharfer Burger mit Röstzwiebeln, süß-sauer eingelegten Gürkchen, ein bisschen Chili-Soße. So genau wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Uiuiui. Aber trotzdem vielen Dank, Red. Dann mal Roger. Over. Einen Moment noch, Marvi. Du kannst mir und meinen Kollegen einen Gefallen tun. Ich habe nämlich erzählt, dass du so witzige Flüche kennst. Giraffenpups und Graupelschauer, du weißt schon. Das hast du erzählt? Gecko mio. Ja, dann leg mal los. Meinst du wirklich? Also gut, aber vorher sag ich euch allen, dass es gleich die englischen Texte aus dem Heft zu hören gibt und Reds Reportage auf Englisch. Und wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! 3, 2, 1, go! MC Marvi! MC Marvi! Der die Welt entdecken will, der kriegt hier den Kick. Obwohl er nur den Schreibtisch kennt, Marvi hat den Blick. Bambusbär und Bienenstich, Marabu und Möwenschiss, Schuppenschleim und Schlangengift. Hossa! Krokodil
Gekomaul und Karpfenpo, Pharao und Hundeklo, Sellerie und Schneckenkot. Give it to me, baby. Hey, ich bin Marvi Hämmer. Immer wenn die Menschen weg sind, gehe ich auf Sendung. Ganz schön mutig. Ja, hallo, hier ist die Firma Megahits. Schon mal über eine CD nachgedacht? Nee, ich denk nur an Futter. Giraffen, Pups und Graubelschauer, Bruchpilot und Brausepulver, Löwenzahn und Lollipop, Lebertran und Läusepest. Futter! Ein Schatz! Ganz für mich allein. Hey! Buckelwale, Zitterale, Abenteuer, Lavafeuer, Löwenbräute, Schlangen, heute Affen, Gus und Kängurus. Naja, oder so. Gecko mio, jetzt haben Sie mir den Saft abgedreht. Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 25. English History Guide. Crossing the Alps with Elephants. Let's march with Hannibal. Destination Alps. Month 10. Year 218 BC. Commencing countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Brrr, it's cold. No wonder. We are in the Alps, 1,000 meters high. Is that Hannibal? Yes, the commander of the Carthaginian army. Hannibal wants to cross the mountains to Rome with about 50,000 soldiers. 50,000? Amazing! Look, it's snowing. What's this? It's light. And cold. And wet. They have never seen snow. Of course not. They're from Africa. Look! Hannibal's war elephants are coming! Let's get on an elephant! But how? Hey, you! Come here! Jump! Go on! We want to get closer to Hannibal! This must be the summit. Slow down, my little elephant. My brave soldiers, we succeeded. There is the plane. Out of the way! What? Italy! Yummy! When did they actually invent pizza? I'm hungry! Navigation. Continent, Europe. Country, France, Italy. Area, Alps. Fact box. Hannibal and about 10,000 soldiers rode on horseback across the Alps. The others had to walk. Many soldiers in Hannibal's army came from Africa.
Some of them had never seen snow. 37 elephants marched with Hannibal across the Alps. Some of them carried heavy equipment, others carried soldiers. Glossary. Soldier, on horseback, army, war elephant, to march, equipment, Alps, commander, to cross something, brave, to succeed, plane, to slow down, to invent, out of the way. See page 4. World News. Roberto's notes. The children get presents. The pupils hold hands. See page 6. Dinosaurs of the Seas. JC taucht ein in die Ozeane der Urzeit. What sharp teeth! JC's report from Patagonia. Hi, Marvi. I am in Patagonia, a region in the south of Argentina. Researchers have discovered the fossils of a crocodile that ruled the oceans 140 million years ago here. Ah, I can see a huge fossilized skull. It has a dinosaur-like snout and jagged teeth. That's why the scientists have nicknamed the creature Godzilla. It looks scary. I'm really glad that Godzilla is dead. JC's notes. A thalassomedon is floating in the water. The animal is gulping down some stones. It is sinking onto the seabed. This is Tylosaurus and a shark. Female. Fin. Inner teeth. Mouth. Outer teeth. Shark. JC interviews Zulma Gasparini. Zulma is a paleontologist at the Museo de la Plata, Argentina. You discovered the skull of a prehistoric reptile. What kind of animal was it? It was a giant marine crocodile. As it looked like a dinosaur, we called it Godzilla, but its scientific name is Dacosaurus andiniensis. It had a broad, short snout and large serrated teeth. When and how did it live? It lived 135 million years ago and hunted big fish and giant marine reptiles like Ichthyosaurus. Have some of the prehistoric sea reptiles survived to this day? Of course, crocodiles survived and are still alive nowadays. But the family Godzilla belonged to died out 131 million years ago. Sometimes people claim to have seen a sea monster, but there is no evidence for that. See page 12. Kids did it. Roberto's notes. The children are facing each other. Her opponent is kicking out at Hazret. See page 14. Football grounds around the world. Roberto besucht Straßenfußballer in 10 Ländern. Football is a global game. Roberto's notes. The ball is flying towards the goal. The goalkeeper is jumping to one side. These are the street football nations. Macedonia, Brazil, Rwanda, Israel, Norway, Kenya, Paraguay, Afghanistan, Nigeria, Chile. Letter to Marvi. Hello, Marvi.
My name is Liliana Umuliza. I come from Kigali City in Rwanda. I play football in the Youth Sport Association of Kigali. I love this sport. It's good for my body and it is so much fun to play. My motto is, no football, no good life. My team and I will take part in the Street Football World Cup in Berlin. I am really looking forward to this competition. We will meet a lot of people from different cultures and countries. When I am back in Rwanda, I will go to school again. Best wishes, Liliana. See page 18. Gravity Rules. Ming fährt mit der schnellsten Achterbahn der Welt. Faster! Faster! Ming's notes. Fred is sitting in a roller coaster carriage. The train races downhill. Fred's body is pushed into the seat. This is a roller coaster. Bend. Carriage. Ascent. Descent. Start. Rails. Wooden stand. Loop the loop. Ming's report from New Jersey. Hi, Marvi. I'm on King Ka, the fastest and highest roller coaster in the world. Now it's going up to 139 meters. Oh, what a wonderful view! I can see the skyline of New York. Oh, it's going down again. I'm falling. But don't worry, Marvi. The roller coaster is safe and amazing. Much better than skydiving. See page 22. Animal records. The biggest bird. JC's notes. The male can grow up to 2.8 meters tall. The ostrich has only 2 toes on each foot. See page 30. Amazing animals. JC's notes. The dolphin thrusts himself between diver and shark. It jabs its snout into the shark. The shark disappears. See page 32. Really wild photos. JC lernt eine Menge über Tierfotografie. What a shot! JC's notes. One of the tigers perks up its ears. The tiger pounces on the other one. JC interviews Franz Lanting. Franz is a wildlife photographer. What are the most dangerous animals for you? The most dangerous animals aren't the big ones, but insects like mosquitoes. They can cause diseases. Do you have a pet? My favorite animal is always the one I'm working with. That can be birds or elephants. I have to open myself up to all of them. Is there any animal you have always wanted to photograph? There are many animals I'd like to photograph, and one in particular, the Yeti. This is a baby crocodile. Snout, shell, shadow, claw egg, sand. See page 36. Mysteries of the Past. Roberto feiert Sommersonnenwende in Stonehenge. How magical! Roberto's report from Stonehenge. Hi! It is the 21st of June and thousands of people have come to Stonehenge to celebrate Midsummer. It is the longest day of the year.
Legends say that druids gathered here at midsummer to watch the sun rising. A druid was a kind of Celtic priest. Many people here today are dressed up like druids with long gray beards. Me too. Others look like fairies. Some play drums. It's a great party. Roberto's notes. Wild horses gallop by. A bison grazes. Hunters follow a mammoth. These are cave paintings in France. Wall projection. Horse. Bull. Deer. Aurochs. Scientist. Spotlight. See page 40. Climate in danger. The weather is going crazy. Here you can see a storm, a fire, a flood. Palm tree. Sign. Fire. Fireman. House. Flood. Ming's notes. The storm destroys houses. It pulls up trees. The waves sweep away a dike. Letter to Marvi. G'day, I'm Sophie Rogers from Australia. Last December, I joined Solar Generation, a Greenpeace group for young people. With this group, I went to Montreal in Canada for a big conference on climate change called the Kyoto Protocol Meetings. We went there to tell people that the world needs to take better care of the environment. It was an amazing experience. We were marching with 10,000 other people, carrying banners with slogans like, "Don't burn our future." See page 46. Just joking. Tongue twister. Susie sailed the 7 seas. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Hello, Marvi Hämmer. My friends call me Red. That's because I drive a red truck. And I have the most unusual passenger you can imagine, a dinosaur. No kidding, folks, a T-Rex named Sue. Sue hasn't just traveled around in the back of my truck, but through time. Sue slept quietly for 67 million years in the soft sandstone in the mountains of South Dakota. And that's where our unbelievable story begins. It was a beautiful day in August 1990, and the car belonging to the Black Hills Research Institute had a flat. While some of her colleagues were changing the tire, researcher Sue Hendrickson roamed around the area. Sue, with her long fair hair and faded jeans, had a very good nose for fossils. That's what we call the remains of old animals or plants. Sue suddenly discovered 3 big bones which were sticking out of the rock face. She immediately knew that the bones were part of what was probably the most famous dinosaur that ever roamed the earth in prehistoric times, the T-Rex. And, you guessed it, Sue Hendrickson had discovered what, to this day, is the tallest and best preserved T-Rex skeleton ever found. For the Black Hills Institute, the skeleton was a mega sensation. The researchers at the Institute were more than happy to give their ambassador from the past the name of its discoverer, Sue. I followed the whole story over the radio. Wow!
A T-Rex skeleton right in our own backyard. That doesn't happen very often. Not even every 67 million years. Sue was barely out of the ground and the protective plaster casts not yet dry, and she was already causing excitement. She even made the evening news. Unfortunately, not the way the researchers at the Black Hills Institute had imagined. Just a second. I'll put in an old cassette. Now you'll hear an excited reporter who was standing in front of the institute with his microphone. Unbelievable scene here. The FBI has arrived and box after box is disappearing into these armored trucks. In the middle of it all are the employees from the institute. They are devastated. Some of them holding each other with tears in their eyes. They still can't understand why their sensational find is being confiscated. The demonstrators have started shouting again too. "Save Sue!" They're shouting, "Save Sue!" This is a dark day for the Black Hills Institute, because Sue is being put behind bars, bit by bit, box for box. Ken Ramsey for WWBCO. Well, what had happened? Very simply, the rocks Sue's bones were buried under belonged to a farmer. He had sold the digging rights for $5,000, but that didn't include a T-Rex, he decided. So he filed a lawsuit. The legal situation was darned complicated because the land belonged not only to the farmer, but also to the American government. Finally, the Institute had to return the bones. You have to imagine, there you are, lying peacefully under the sunlit rock for 67 million years, suspecting nothing, and a little bit later, you're dug up and the FBI has confiscated you. Hey, watch where you're going, you stupid Cadillac. Don't get in my way. I'm carrying valuable cargo here. So, where did I leave off? Sue was locked up and waiting to see who would win the custody battle, so to speak. In the end, a high court made its decision. Sue belonged to the state and the farmer. But the story didn't end there. Sue finally went on another journey 7 years later. From prison to the auction house. This is because the farmer had decided to auction Sue off. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Sotheby's. At an auction, something valuable is put up for sale, and the one who bids the most money gets to keep it. A man in a fine suit stands in front of a desk, and when the last person has bid, he bangs his hammer on the desk. This is what was happening on October 4th, 1997 at 10:15 a.m. at the famous Sotheby's Auction House, New York. $1 million, they're bidding at $1 million. $2.3 million, they're bidding 3.4 standing. 5.7, 5.8, 5.9. Could that be right? The man with the hammer called out 5.9. That means $5.9 million. And that wasn't the last bid. Just 8 minutes later, Sue was sold for $7,600,000. $7.6 million plus auction fees to the Field Museum in Chicago. And this is where I come into the story. I was hired to bring the boxes to Chicago with my red truck, 470 horsepower. The steel doors closed behind the most expensive freight I have ever carried. And since I got along so well with the old lady, I became something like her chauffeur. Driving Miss Sue. Miss Sue and her chauffeur, my friends like to joke. While Sue was being prepared by the museum in Chicago, I bought a couple of books and soon knew everything about the Tyrannosaurus Rex. The Tyrannosaurus is regarded as the most dangerous carnivore among the dinosaurs. It stomped through prehistoric time on 2 powerful legs. Sue measured 4 meters from her feet, with their big claws up to the hip. That's as high as a double-decker bus. The most remarkable feature, though, was her big head with its enormous teeth.
approximately 1.5 meters long, 58 teeth, each up to 30 centimeters long and pointed like daggers. Wow! Pure strength. Sometimes you see dino duels in the cinema, where a T-Rex takes on a big herbivore, usually twice its size, and wins. To this day, we don't know exactly whether the T-Rex was really a dangerous hunter or a scavenger, like hyenas or vultures. Maybe the scientists would find out after they finished preparing and putting Sue's skeleton together. Until then, though, it was going to take a heck of a long time. This is because most of the lady T-Rex's bones were covered with a hard crust of sand and mud. Ooh, it's hot. Turn on the air conditioner. When I turn it up all the way, it sounds like a spray nozzle. Hey, overtaken on a solid line. Who does something like that? A spray nozzle is what the researchers used to blow all the debris from Sue's bones. And what did they use? You wouldn't believe it. Baking soda. Baking soda dissolves the dirt without damaging the bone. But getting down to the bone was a challenge. It took the researchers over 25,000 hours before they reached the fossilized chocolate-covered bones. But in that time, they learned a lot about the lady T-Rex. Sue had weighed over 7 tons, had survived a couple of fractured ribs, and had then lived to a ripe old age. But the researchers were mostly curious about how it looked inside her skull. To get a better look, they covered the gigantic skull with a type of foam, which would later harden like styrofoam. This helped protect some of the skull's bones, which were thin and fragile, kind of like a chocolate Easter rabbit, one of the preparers told me. I liked the comparison. Then everything was packed in a wooden crate, loaded into a truck, and sent down the highway to the west coast of the USA, this time to California. In California, a gigantic X-ray machine was waiting, an industrial-strength computerized tomographic scanner, normally used for inspecting jet engines. These X-rays are much stronger than any human could ever tolerate. But Sue had already been through quite a lot, and a few X-rays wouldn't bother her. By the time I brought Sue's enormous skull back to Chicago in the truck, I had learned even more. Sue's brain had been measured. Well, guess how big it was? No bigger than the dancing Elvis I have mounted on my dashboard. Sorry, old girl. You probably weren't the smartest kid on the block, but you definitely had a good nose, like the woman who discovered you. Dinosaur Sue had very well developed olfactory bulbs, the part of the brain used for smelling. This area was almost as big as the rest of her brain. She virtually smelled her way through the Cretaceous period. May 17th, 2000. That was the day when the most famous T-Rex in the world stood upright again after 67 million years, an impressive 12.5 meters long. The head stretched out forward, the straight back, the little arms, frozen in time, looked almost as if she wanted to interrupt someone's dinner. The only thing missing was a loud growl, and the guests would have run out in all directions. That's how real the lady looked. 90% of her bones were intact, but the researchers still cheated a bit. Sue's skull was so heavy, 272 kilograms, that the other bones couldn't have held it at all. There was no muscle mass to support it. Sue's skeleton would probably have collapsed during the opening celebration. The specialists had decided to make a much lighter cast of the skull.
And here I am again, underway with my favorite passenger in the Dino Express. She goes on tour from time to time, so that other folks can see her too, not just the visitors to the Field Museum in Chicago. By the way, the researchers haven't found out everything either. What color the T-Rex's skin was, whether it lived on fresh meat or carrion. What hit me much harder, though, was the day I learned that they still don't know if Sue is even a lady. Maybe she's a he. I don't want to know. For me, Sue remains just the way she is. Sue. Darn it, I think that's a motorcycle policeman behind me. I wasn't driving too fast, was I? Oh well, if he wants to give me a speeding ticket, I'll tell him who I have in the back of the truck. Too bad Sue can't speak. Otherwise, she would say, "Hey, officer! I haven't traveled 67 million years through history only to have somebody give me a darn speeding ticket."